Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du einschaltest bei PS Werkstatt. Wir machen heute mit dem Schuppenanbau weiter. Da fehlt noch die Tür. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Wenn du wissen willst, wie es vorangeht, bleib dran. Nach dem Intro geht's sofort los. Bis gleich. Den Schuppenanbau habt ihr sicher alle mitverfolgt. Hier hinter mir an der Rückseite der Werkstatt so mehr oder weniger angedockt. Wer es noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch das hier nochmal rechts oben. Schaut gerne rein. Aber was fehlt da natürlich noch? Eine ordentliche Tür. Jetzt gibt es Türen und Türen. Und ich habe mir vorgenommen, ich baue die Tür heute komplett selber. Ich möchte mir praktisch aus Brettern selber eine Tür bauen, so wie man das vielleicht früher von Scheunen her kannte. Da gibt es natürlich ein paar Dinge zu beachten und die würde ich heute gerne mit euch gemeinsam besprechen. Natürlich habe ich auch schon Material besorgt für die Tür. Das seht ihr hier so ein bisschen im rückwärtigen Bereich. Das sind die ersten Bretter, die ich für den Türaufbau brauche. Dann noch die Querriegel und noch die Diagonalstrebe. Die hatte ich alle schon mal im Zuge natürlich des Schuppens selber mit angeschafft und auch schon das erste Mal gestrichen, sodass die ersten groben Flächen schon mal ein bisschen mit Farbe bedeckt sind. Das wird dann nachher noch mal ein zweites Mal gestrichen. Da es sich ja um eine Tür handelt, brauche ich natürlich auch ein Scharnier. Dafür habe ich jetzt hier schon richtige Ladenbänder beschafft. Also richtig schwere sind das hier, große. Und auch die entsprechenden Kloben dafür. Auch die brauchen wir natürlich. Und am Ende brauche ich natürlich auch ein entsprechendes Schloss mit einer Klinke. Das habe ich mir auch schon beschafft. Ein sogenanntes Kastenschloss ist das. Das ist dieses hier. Das ist eigentlich identisch zu einem normalen Einschubschloss. Und das hat also den Vorteil, ich muss es im Grunde nur auf die Tür drauf oder dahinter setzen. Ich muss es also nicht einlassen. Das hat die Besonderheit, ich kann es sowohl für Links- als auch Rechtsanschlag nutzen. Dafür kann ich diesen Fallenkopf hier drehen, dass der einmal so rum steht oder um 180 Grad, je nachdem, ob ich die Tür nach innen oder nach außen öffne, beziehungsweise ob die jetzt Links- oder Rechtsanschlag hat. Und die zweite Besonderheit ist hier, ich kann hier einen ganz normalen Schließzylinder einsetzen. Dafür habe ich mir schon einen Zylinder besorgt. Und zwar, das ist der hier. Und jetzt kommt es, das ist ein sogenannter gleichschließender Zylinder. Die habe ich bei uns alle im Haus verbaut. Das heißt, ich kann mit dem einen und demselben Schlüssel die Haustür öffnen, die Werkstatttür und demnächst auch meinen Schuppen. Zu Beginn noch ein paar grundlegende Dinge zu meiner Tür. Die habe ich jetzt hier mal so schematisch links aufgezeichnet. 800 mm breit, das wisst ihr ja bereits, und 2 Meter in der Höhe. Wir haben jetzt hier zwei Ladenbänder vorgesehen und ihr seht, der Drehpunkt bzw. der Anschlagpunkt ist dann auf der rechten Seite. Deswegen spricht man auch von einem Türanschlag rechts. Man kann die Sachen auch auf der linken Seite montieren, dann wäre das analog ein Türanschlag links. Wichtig zu beachten ist, dass die Ladenbänder eine bestimmte Größe haben, um die Last der Tür zu tragen. Also im Regelfall sagt man, 2/3 der Türbreite sollten von dem Ladenband überdeckt werden. Auf der rechten Seite sehen wir die Einzelteile nochmal. Man sieht also, dass es tatsächlich eine Brettkonstruktion ist. Wir werden also die Bretter nebeneinander platzieren und dann mit Hilfe dieser Querriegel zu einer Platte verschrauben. Diese beiden Querriegel werden hier aber nicht ausreichen, um der Tür ausreichende Stabilität zu geben. Dazu muss dann also noch eine sogenannte Diagonalstrebe eingesetzt werden, die man von einem Punkt zum unteren Scharnier setzt. Oftmals wird das falsch gemacht. Da wird also die Diagonalstrebe hier eingesetzt und ich mache das mal einmal ansatzweise so und belastet die Tür quasi auf Zug. Man hängt quasi die Tür ans obere Scharnier und möchte damit hier die Last aufnehmen. Das klappt aber nur bedingt, da das Holz auch arbeitet, sich auch verzieht im Laufe der Jahre und man wird feststellen, dass die Tür dann hier an der linken Seite mehr und mehr absacken wird. Deswegen ist es eigentlich auch analog wie aus dem Fensterbau üblich. Wer schon mal ein Fenster gesetzt hat oder vielleicht eine Scheibe getauscht hat, der weiß, dass die Scheiben mit so Glasklötzchen verkeilt werden müssen und zwar immer auf Druck. Das heißt, ich habe immer eine Diagonalstrebe, die von oben auf das jeweils untere Scharnier wirkt. Ja? Das heißt, ich kann jetzt die Kraft druckbelastet auf das untere Scharnier leiten. Und damit habe ich sichergestellt, dass ich auch langfristig an der Tür Freude habe, sodass die mir nicht
wegrutscht oder dass die mir hier nicht absackt. Das Einsetzen der Diagonalstrebe zeige ich gleich nochmal im Detail, weil da sind auch noch ein paar Sachen zu beachten. Aber das wäre so der grundsätzliche Aufbau. Ich fange jetzt an und werde die Bretter nebeneinander platzieren mit Hilfe der Querriegel zu einer Türfläche verarbeiten, dann die Außenmaße nochmal kontrollieren, eventuell nochmal zuschneiden, weil natürlich die Bretter auch ein festes Breitenmaß haben. Da komme ich sicher nicht ohne weiteres auf das 800er Maß hier. Aber das machen wir hinterher und ja, seid einfach dabei. Ich freue mich auf euch. Dafür habe ich mir jetzt nochmal meine beiden Unterstellböcke reingeholt. Ist ja doch einfacher, da muss ich mir die Werkbank nicht komplett freiräumen. So, die sind auch beide exakt so breit, wie meine Tür eigentlich sein müsste. Und jetzt stelle ich fest, ich gucke mal gerade hier. Oh, 760, 765 bis 800. Fehlen mir tatsächlich noch knapp 3,5 Zentimeter. Das ist natürlich jetzt echt blöde. Ich habe zwar noch hier ein Brett, das heißt, ich könnte so ohne weiteres noch ein Brett breiter machen, aber das muss ich natürlich jetzt erstmal über die Säge jagen. Jo, 5 wäre schöner gewesen, aber ich glaube, das lässt sich nicht ändern. Dann würde ich sagen, ich säge jetzt erstmal noch das eine Brett schmal, das packt man da daneben und dann können wir mit Hilfe der Querriegel hier auch dem Ganzen mal so in etwa so ein bisschen Halt geben. Aber als erstes sägen. Die Leiste konnte ich jetzt hier erfolgreich sägen und wenn ich nicht grundlegend was falsch gemacht habe, müssten wir hier auch jetzt auf eine Breite von 80 cm kommen. Das kommen wir auch, sodass ich jetzt hier auch anfangen kann, mit den aufgesetzten Querträgern hier die Tür zu montieren. Auch hier sei noch mal gesagt, das Maß, was wir von der Unter- oder der Oberkante der Tür bis zum Querriegel haben, das ist auch festgelegt. Da nimmt man im Regelfall 1/8 der Gesamthöhe der Tür. In meinem Fall wäre das 250 mm. So werden wir das montieren. Ich werde mir jetzt hier auch noch ordentlich Zwingen draufsetzen, damit wir das ordentlich verzwingen. Und dann geht es ans Verschrauben. Bleibt dabei. Ja Leute, so sieht es aktuell aus. Der Schuppenanbau, wie ihr den vom letzten Teil halt auch noch kennt. Das ist die Öffnung, wo die Tür jetzt vorbereitet wird und die soll nachher auch da eingepasst werden. Das heißt, die soll im Grunde hier versenkt werden. Die liegt nicht oben auf dem Rahmen, sondern die soll wirklich bündig hier eingepasst werden. Hat so ein bisschen den Grund, dass wenn hier von der Seite da Wasser, also Regenwasser draufschlägt, dass das nicht dazwischen läuft oder dass es nicht oben drauf stehen bleibt. Ich glaube, fühlt sich irgendwie ein bisschen besser an, wenn die schön eingelassen ist. Zumal man die dann vielleicht auch schlechter aufgebrochen kriegt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich muss jetzt hier noch so eine Art Innenzage oder so einen Innenrahmen auch noch bauen. Das mache ich auch mit Hilfe von Dachlatten, die ich dann entsprechend hier einpasse, sodass ich eine Fläche habe, an der die Tür nachher auch anschlagen kann. So Freunde, ich habe jetzt hier alles auf den Böcken mal provisorisch zusammengelegt und auch mit Hilfe großer Zwingen ein bisschen verspannt, sodass ich jetzt erstmal ein Bauteil habe. Das ist weder verschraubt, vernagelt, verdübelt noch sonst was. Um einfach mal ein Bild zu bekommen, wie sieht das von der Größe aus, von der Maßhaltigkeit. Könnte das hinhauen? Ja, es kann hinkommen. So könnte ich mir vorstellen, die Querriegel jetzt hier mit den Brettern zu verschrauben. Wir möchten aber auch im Vorfeld, beziehungsweise bevor das alles verschraubt ist, möchte ich auch die Diagonalstrebe eingebracht haben. Da hatte ich ja ebenfalls schon ein Brett vorbereitet. Das ist ein bisschen länger und das ist das hier. Und jetzt müssen wir erst noch mal schauen, wie das in Gänze zu liegen kam, denn ich hatte hier schon eine Markierung gemacht. Das ist unten, das ist oben.
Das ist die Innenseite der Tür. Also kommt das Scharnier auf diese Seite hier. Wir haben gesagt, die Diagonalstrebe muss auf Druck ausgelegt werden. Also auf das untere Scharnier wird dann hier so eingesetzt. So ungefähr. Und ja, die ist natürlich noch deutlich zu lang. Und die würde ich jetzt einfach mal hier grob absägen, ablängen. Dann würden wir da die Maße hier übertragen, denn ich möchte die nicht einfach nur platt hier auf dem Querriegel aufliegen haben. Da werden wir langfristig sicher keine Freude haben. Ich muss den Querriegel ein wenig ausklinken, das zeige ich euch jetzt gleich mal. Und auch die Diagonalstrebe muss entsprechend dieser Form auch profiliert sein, damit das nachher auch ordentlich Druck ab kann, das Ganze. Ich werde das jetzt kurz ablenken und dann zeige ich euch erstmal, was ich damit meine. Jetzt habe ich mal versucht, diese Verbindung, die wir jetzt gleich brauchen, so ein bisschen symbolisch darzustellen. Wir haben einmal hier den Querriegel angedeutet, hier die Diagonalstrebe, und ich muss die quasi so ein bisschen einlassen, um die Kraft, die von der Tür hier unten auf das Scharnier wird dann hier sein, muss man sich vorstellen, hier drückt, auch entsprechend auf das Querholz zu übertragen. Und wenn ich das nicht einlassen würde, kann ich hier natürlich auch keine ordentliche Kraftübertragung sicherstellen. Also wie mache ich das? Der Winkel ergibt sich ja aus der Höhe und der Breite der Tür. Hier sollte man schauen, dass man irgendwo zwischen 5 und 10 cm Luft hat. Die Aussparung wird ungefähr 20 mm tief in den Querriegel eingearbeitet. Diese Schnittkante ergibt sich aus dem gemessenen Winkel und der Hälfte daraus. Also die winkelhalbierende ergibt diese Schnittkante hier. Und wenn ich hier eine Linie ziehe und hier diese Linie habe, dann habe ich ja hier im Grunde einen Schnittpunkt. Den ziehe ich nur rüber bis an die rechte Außenseite von der Diagonalstrebe und habe im Grunde hier auch meinen dritten Punkt. Das heißt, ich habe 1, 2, 3 Punkte, dann kann ich die Ausklingung vornehmen. Wenn ich das oben und unten gemacht habe, kann ich dieses Profil auf die Diagonalstrebe übertragen und muss die auch nur passend sägen. So ein bisschen als Hintergrund sei noch gesagt, das hier, was hier übersteht oder was im Grunde den Druck nachher aufnehmen soll, das nennt man Vorholz. Und die Kraft wirkt natürlich hier in diese Richtung. So, das heißt, ich habe hier eine gewisse Art von einer Scherfläche, die natürlich möglichst groß sein muss, damit ich sicherstellen kann, dass die Kraft auch ordentlich übertragen wird und das nicht irgendwann hier wegbricht oder so. Dann versuchen wir jetzt mal das in die Praxis umzusetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier so ungefähr 8 cm vielleicht als Vorholz stehen lassen. Mache ich mal eine kurze Markierung hin hier. Da das ist eine. Und hier oben natürlich auch direkt, damit auch der Winkel entsprechend stimmt. Dann gehen wir ungefähr 20 ins Holz rein. Ja, wir können aber auch 25 ins Holz. Ich glaube, da haben wir hier genug Fleisch. Da passiert schon nichts. Und natürlich müssen wir den Winkel jetzt hier noch messen, um die Hälfte zu ermitteln. Das ist natürlich schön, wenn man hier so ein Winkelmesser hat, so einen universellen, vielleicht auch so einen digitalen. So, das messen wir jetzt mal gerade. Wo kommen wir da aus? 111,4. Also sagen wir mal, 112 wären 56 Grad. Machen wir 56 Grad. Ja, super. So, das heißt, einmal 56 Grad anzeichnen hier. Haben wir unsere erste Linie ja schon produziert. So, einmal. Dann gehen wir die 25 rein. So, 10, 15, 25. Das ist hier quasi. Das ist hier. Und die dritte Linie, beziehungsweise der dritte Punkt ist dann hier vorne. Das ist ja der, entspricht ja der Außenkante hier des Holzes. So, das müssen wir jetzt ausklinken hier. Mache ich analog oben auch nochmal, müsste theoretisch identisch sein.
Die schneiden wir gerade aus und dann können wir das Profil auf den Diagonalträger übertragen, sodass das gleich passen sollte. Mittlerweile sind die beide ausgeklinkt, die Querträger, und auch die Diagonalstrebe habe ich schon angepasst und entsprechend ausgesägt. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir das Ganze auch passend montiert kriegen. Ich lege hier mal wieder einen Winkel an, so ungefähr hier auf der Seite. So war das ungefähr eben. So. Jetzt legen wir die mal hier ein. Ja, man sieht schon, es passt noch nicht. Das schieben wir mal so rüber. So, das sieht gut aus hier. Das sieht auch gut aus. Das sieht richtig gut aus hier. Da oben auch. Genauso werden wir das jetzt verschrauben. Hier kommen jetzt Löcher rein. Hier genauso. Und dann ist das quasi schon eine Tür. Jo, jetzt muss ich das Ganze natürlich nochmal auseinandernehmen. Der Grund ist ganz klar, ich muss sowohl die Querträger als auch die Diagonalstrebe bohren. Jo, das mache ich natürlich am besten auf der Bohrmaschine bzw. losgelöst, damit ich hier nicht in die Bretter reinbohre. Jetzt stimmt es wieder und hoffentlich jetzt final montiert. Ich werde das noch ein bisschen ansenken und dann kommen die Schrauben hier rein. Wir kommen dem Idealbild einer Tür schon recht nah. Ich nehme das Zeug jetzt noch mit raus, weil wir haben schönes Wetter und ich möchte die Sonne noch dafür nutzen, dass wir das unten als auch oben schön besäumen, also schön gerade sägen und dann entsprechend auch das passende Maß. Wir hatten ja schon ausgemessen, dass die lichte Türhöhe ein bisschen weniger als 2 Meter beträgt. Zudem sind die Bretter natürlich auch alle so ein bisschen unterschiedlich. Das machen wir noch jetzt gerade ein bisschen gerade. Dafür nehme ich mir jetzt die Tür und die 2 Böcke und verschwinde nach draußen. Dann kann er jetzt losgehen. So, alles aufgebaut, Säge eingerichtet, auch so eine Führungsschiene oder so ein Führungsholz, an dem ich entlang sägen kann. Das machen wir einmal hier auf der einen Seite, dann nachher auf der anderen Seite. Sagen, wir legen mal los. So, da wollen wir die Tür jetzt mal einpassen, ob die überhaupt hier reingeht. Aber das sieht auf den ersten Blick mal gut aus. Mal ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt oben eine Zwinge von hinten reingesetzt, damit die mir nicht reinfällt, aber oh, zumindest ist sie drin. Das gefällt mir ja schon ganz gut. Ja. Könnte man so lassen, ne? Dann kann ich es ja heute noch streichen. Das wäre natürlich fantastisch. Dann kommen wir doch mal
Ein Stück weiter, ein ganzes Stück. Alles klar. Pinsel und Farbe geholt. Tür ist also gestrichen. Was machen wir heute? Wir werden die Ladenbänder montieren. Dazu hatte ich bereits schon ein paar Tests gemacht draußen in Bezug auf, ja, wie müssen die montiert werden. Und da habe ich halt auch festgestellt, dass wir mit der Tiefe bzw. hier der Kröpfung so ohne weiteres nicht hinkommen, weil die Tür versenkt werden soll und ich natürlich auch irgendwie auf den Drehpunkt hier ein bisschen achten muss. Das heißt, ich musste mir jetzt, damit das nachher auch sauber öffnet und schließt, so ein paar kleine Hilfshölzer machen. Ganz simpel hier. Das ist Buche 40 mal 10, glaube ich. Und habe das Lochbild von den Ladenbändern hierauf einfach übertragen. Hier vorne das mit dem Tellerschleifer noch ein bisschen passend geschliffen. Und das werde ich jetzt so montieren. Und dann haben wir nämlich hier das richtige Maß von der Drehachse zu dem Pfosten nachher. Dann sollte das Ganze funktionieren. Jetzt muss ich die Dinger natürlich noch streichen, keine Frage. Aber ich muss natürlich auch das Bohrbild von den Ladenbändern hier auf die Tür übertragen. Das machen wir noch als erstes. Dann werde ich die gerade streichen, dann können wir das montieren. So, und das winklig ist. Das sieht immer so aus. Hier natürlich mit dem Akkuschrauber am allerbesten. Okay. So, dann machen wir das mal so. In den Bohrer reinstecken. Dann kann der da schon mal nicht mehr wandern. Hier machen wir jetzt auch das Loch. So. Da stecken wir jetzt auch provisorisch nur eine Schraube rein. Dann kann sich das nämlich nicht mehr verdrehen und ich kann hier ganz entspannt die beiden Löcher noch machen. Nummer 1 fertig. Dann komme ich jetzt endlich zur Montage der Ladenbänder. Hier habe ich schon die entsprechenden Schrauben, Scheiben und Muttern dazugelegt. Hier vorne brauche ich eine etwas stärkere, M10 ist das, mit dem entsprechenden Vierkant, der hier reingreift. Und hier habe ich zwar keinen Vierkant drin, ich habe aber dennoch hier so Schlossschrauben genommen. Die rutschen dann einfach da rein. Und da die Bohrungen kleiner sind, mache ich hier M8 Schrauben rein. Natürlich entsprechend Scheiben, möglichst große, damit die Kraft auf eine größere Fläche verteilt wird. Ja, und entsprechende Mutter. Ne? Dann kann der jetzt losgehen. Das ist ja das Holz, was wir eben noch gestrichen haben. Da lege ich jetzt mal vorsichtig das Ladenband drauf. Versuche das mal hier irgendwie zu zentrieren. So, hier genauso. Das passt schon mal ganz gut. Das passt auch. Das passt auch. Jetzt müssen wir das hier vorne noch. Die größere, wo der Vierkant drin ist. Man nimmt das passt. Ja. Das kriegen wir auch rein. So, schauen, dass der Vierkant auch übereinstimmt. Super. Scheibe drauf und Mutter. Einmal. Hier genauso. Hier genauso. Oh, jetzt werden die noch ordentlich angeknallt. Dann ist gut. Ich hoffe, wir kommen mit unserem Schuppen heute mal in Gänze ein großes Stück weiter, weil hier ist sie jetzt, unsere Tür. Lange hat es gedauert.
Das ist natürlich jetzt die Innenseite, klar. Ich habe die jetzt einfach nur so hier abgestellt. Die werden wir jetzt mal versuchen hier einzupassen. Ich habe jetzt hier oben auch wieder zwei, könnt ihr vielleicht sehen, zwei Zwingen montiert, damit die einfach nicht nach innen reinfällt. Da werde ich später noch diese Zagenhölzer, nenne ich es jetzt mal, noch montieren. Die habe ich zwischenzeitlich auch fertig gemacht. Ich versuche erstmal die Tür einzupassen, die Kloben zu montieren. Auch natürlich in Abhängigkeit der Ladenbänder hier. Mal sehen, wie das klappt. So, dann kann er da hinten schon mal nicht reinfallen. Das ist gut. Das sieht auch einigermaßen gut aus. Jetzt muss das Ganze natürlich auch so ein bisschen verspannt werden. Und zwar so, dass die Tür sich gut öffnen und schließen lässt. Ich habe mir jetzt schon so ein paar Holzkeile besorgt. Die Tür müsste ja auch ein bisschen unterfüttert werden unten drunter, sodass wir die auch ein bisschen, damit die unten nicht schleift, ein bisschen anheben. Und wir müssen natürlich auch hier so ein bisschen verkeilen, damit die auch sauber hier in der Öffnung drin liegt. Ich glaube, ich hole noch zwei kleine Unterleghölzer. So sieht doch eigentlich schon gut aus, ne? Dann werden wir jetzt mal versuchen, das erste Ladenband zu montieren. Der Kloben wird jetzt hier auf Spannung praktisch eingesetzt oder festgesetzt. Ich versuche den ein bisschen mit Druck gegen das Ladenband zu drücken hier, damit nachher, gesetzt den Fall, ich würde den so festschrauben, dann sackt mir die Tür ja wieder ab. Also müssen wir das jetzt so in etwa festmachen und entsprechend bohren. Ich versuche das ein bisschen schräg zu setzen von den Bohrungen her. Das kennt ihr bestimmt auch beim Holz festnageln, dass wenn man die Schrauben so ein bisschen oder die Nägel ein bisschen schräg setzt, dann ist die Gefahr, dass sich das ganze Ding losrappelt oder so, ist da eigentlich ein bisschen reduziert. Lassen wir hier mit den beiden gucken, wo wir da auskommen. So, das wäre dann die Nummer 2. Ja Leute, was soll ich sagen? Die tun wir mal zur Seite. Das sind nämlich unsere Zagenhölzer. Jetzt habe ich die Überraschung schon fast vorweggenommen. Die werden dann innen in den Rahmen geschraubt. Oben und unten kommt auch noch ein separates Holz. Die habe ich hier natürlich ausgeklinkt, weil die oben und unten, weil die Querträger natürlich bis an die Außenkante gehen. Das habe ich aus Stabilitätsgründen gemacht, also habe ich die ein bisschen ausklinken müssen. Ist aber kein Drama. Die habe ich nur so ein bisschen dagegen gelehnt, damit mir die Tür nicht entgegenkommt. Ich will jetzt wissen, ob die aufgeht. Ich traue mich kaum, das auszuprobieren. Na, wir machen es trotzdem mal. Den Keil nehmen wir raus hier. Geht die Tür auf? Ja, zumindest sie geht auf. Zu ist noch so eine Sache hier. Hier müssen wir noch ein bisschen Richtung Pfosten, aber das ist ja kein Problem. Dafür haben wir hier die verstellbaren Kloben montiert. Das heißt, ich löse die Schrauben jetzt noch hier oben und unten, eigentlich eher unten, und habe hier auch noch Luft. Ich kann also noch weiter an den Pfosten ran. Das machen wir mal geschwind. Ja, da tut sich schon was, ich sehe das. Ja, super. Ja, prima.
Auf. Zu, ja. Mein lieber Herr Gesangsverein. Meine erste Schuppentür, Leute. Einwandfrei. Ja, dann können wir uns ja jetzt ans Eingemachte machen. Ne? Die restlichen Details noch gerade. Das können wir dann wegmachen. Hier die Rahmenhölzer montieren. Das gefällt mir schon richtig gut. So, jetzt habe ich mich bei dem rechten Träger tatsächlich ein bisschen vertan und musste hier noch ein bisschen was an der Ausklinkung korrigieren. Aber gut, wenn man das vorher probiert, bevor das alles verschraubt ist, ob die Tür halt auch zugeht zwischendurch. Naja, jetzt müsste die Tür aber echt zugehen. Wollen wir mal testen gerade. Die liegt dann hier. Okay, die ist ein bisschen stramm, weil die ein bisschen Verzug hat, aber die kriegen wir so zu. Einwandfrei. Einwandfrei. Wenn die sich mal ein paar Tage gesetzt hat, dann bleibt die auch so zu. Machen wir die letzte Leiste auch noch fest hier. Ja Leute, das ist auch schon mal wieder ein gutes Zwischenergebnis und im Grunde fehlt mir jetzt nur noch der Schlosskasten, der hier befestigt wird. Da machen wir noch die Aussparung dran für den Schließzylinder und für die Klinke und hier müssen wir natürlich noch das Schließblech anbringen. Jetzt geht es also an den Endspurt und den Einbau des Schlosskastens. Den haben wir jetzt hier nochmal. Ich muss den innen an der Tür anbringen. So wird der praktisch von innen an die Tür angesetzt, mit diesen 4 Schrauben hier gesichert. Dann muss ich noch eine Bohrung für die Klinke einbringen, 20 mm. Das ist die Klinke hier, damit die muss ja durch die Tür durchgehen, bis auf die andere Seite. Genauso wie auch der Zylinder, der muss ja auch durch auf die andere Seite gehen. Das mache ich mit einem Forstner Bohrer. Das Schließblech wird hier an dem Holz an der Seite vom Rahmen befestigt. Das Rahmenholz hatte ich bereits wieder demontiert, damit ich das Schließblech hier schön montieren kann. Ich hatte bereits hier auch eine Markierung gesetzt und ich muss natürlich auch noch die Aussparung vornehmen, damit auch das Schloss hier nachher eingreifen kann. Als erstes habe ich jetzt hier das Schließblech montiert. Das ist soweit fertig. Die Aussparung musste ich natürlich auch übernehmen, sodass die Verriegelungen von dem Kastenschloss da auch eingreifen können. Wir werden jetzt hier die Bohrung für den Schlosskasten einbringen. Wichtig ist, damit die Bohrung auf der Rückseite nicht ausreißen, denn wir bohren von der Innenseite, da habe ich das markiert, ein Brett dagegen spannen, damit die Ausrisse so weit wie möglich vermieden werden. Fangen wir hier mit der Bohrung an für den Klinkenbolzen. Hier unten machen wir jetzt 2 rein für den Schließzylinder übereinander. Mal sehen, ob das passt. Dann habe ich gestern hier die 4 Befestigungspunkte von dem Schloss schon markiert. Die bohre ich jetzt erstmal dünn. Und dann aufs Nennmaß auf. Ja, ein bisschen knapp da an der Kante. Okay, testen wir das jetzt erstmal hier mit den 2. Und das ansatzweise passt. Die passen. Der passt auch. Hier unten der. Ah, noch nicht ganz. So, das müsste gehen. Alle 4 Schrauben drin. Das sieht gut aus. Jetzt stecken wir mal probeweise die Klinke rein. So, wir machen es mal noch nicht fest, aber man sieht, das geht. Jetzt kann ich mal versuchen, die Tür zuzumachen
Weil ohne die Klinke geht das natürlich nicht, ne? Klar. Boah, super. Es ist zu. Und sogar richtig geil bündig. Klar, ein bisschen unter Vorspannung das Ganze. Aber prima. Klasse. Ja, und wenn dann jetzt der Zylinder auch noch reinpasst, ist der Rest eigentlich nur noch Formsache. Dann packen wir jetzt mal die Schraube hier rein, um den Schließzylinder zu befestigen. Hat ja am Ende lange genug gedauert, der ganze Kram. Jetzt hängt die Tür da, wo sie hingehört. Ich habe den Schuppen fertig, kann die ganzen Sachen draußen entsorgen, habe Platz in der Werkstatt für meine neue Werkbank, für neue Projekte, damit ich nicht wieder ständig hin und her räumen muss. Ich hoffe, dass mir das im Winter jetzt ein bisschen zugute kommt. So zwischendurch habe ich echt das Gefühl gehabt, ich fühle mich in die Zeit zurückversetzt vom letzten Jahr, wo ich den Keller gefliest habe, die Waschküche. Ihr erinnert euch sicher, auch da hat es massive Zeitprobleme gegeben. Das hatte halt auch alle seine Gründe, so wie dieses Jahr auch. Man steckt da einfach nicht drin. Aber es ist fertig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß jetzt auch bei der Tür. Erzählt mir, schreibt mir, wie würdet ihr das machen? Würdet ihr das genauso machen? Wenn nein, was würdet ihr anders machen? Warum würdet ihr das anders machen? Ich freue mich über einen netten Kommentar, wie immer hier unter dem Video. Und wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, Daumen nach oben da zu lassen. Und wenn er nicht hat, natürlich auch ein Abo. Und dann auch direkt die Glocke anmachen. So verpasst ihr nichts, wenn es was Neues bei PS Werkstatt auf dem Kanal gibt. Ich würde sagen, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.